Ich liebe es, wenn eine Reihe weitergeführt wird. Und der Skatepark passt perfekt in die Street Fusion Reihe von Lumibrix. Dazu kommt noch, dass es super bespielbar ist und meiner Meinung nach endlich auch ein Set für Kinder. Schauen wir es uns an. Hallo und willkommen auf meinem klimptastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Set von Lumibrix, die 19011 mit 1903 Teilen, den Skatepark von der Street Fusion Reihe. Also Name ist Programm. Das ist ein Skatepark und vielleicht sieht man hier auch ein bisschen Imbiss und was das ist, schauen wir uns ja dann im Video an. An der Seite haben wir hier so eine Displaymöglichkeit und hinten die anderen Häuser der Street Fusion Reihe. Und hier haben wir auch den Skate Shop, also das perfekt dazu passt. Die Box, Airplane Box, schlicht schwarz gestaltet, wie immer bei Lumibrix, stabil. Dann die Bauanleitungen. Wir haben wieder mal zwei schöne dicke Bauanleitungen und dann zeige ich euch gleich am Ende, kann man dieses Set verschieden ausstellen. Dann hat man hier quasi Display Mode 1, so, und Display Mode 2. Aber das zeigen wir ja auch alles noch später im Video. Sonst wie immer schöne große Bauschritte, alles was neu gebaut ist, ist rot umrandet. Bisschen Farbkodierungen haben wir. Da sieht man am Ende gar nichts. Und ich bin ja so mit dieser Farbkodierungen in einem Zwiespalt. Ich weiß nicht, brauchen tue ich sie jetzt nicht. Aber was ich merke, wenn jetzt so ein paar Steine in anderer Farbe sind, obwohl sie jetzt auch braun sein konnten oder grau, man findet sie schneller. Man ist schneller beim Bauen. Das muss ich schon sagen. Wieder, brauchen tue ich sie jetzt nicht, weil wenn man was umbaut, dann ist es halt doof, wenn das so alles bunt ist. Aber solange man es am Ende nicht sieht, bin ich damit völlig okay. Die Bauanleitungen haben insgesamt 445 Seiten, 604 Bauschritte. Das macht 3,15 Teile pro Bauschritt und 173 Teile pro Bauabschnitt. Also hat man nie so viele Teile auf dem Tisch. Aber das hätte ich jetzt auch tatsächlich zuerst nicht gedacht, dass so wenig Teile pro Bauschritt verbaut werden. Das hat damit zu tun, zum Beispiel, dass hier, das ist Bauschritt 58, aber hier wird ja nichts gemacht. Das wird nur dieses Teil da drauf getan. Sonst werden ja schon so 3, 4, 5, 6, 7 Teile auf einmal verbaut. Also so langweilig ist es jetzt auch nicht. Ich glaube im ersten Buch, vor allem als wir da gebaut haben, da gab es schon ein paar Bauschritte, wo man viele Teile auf einmal hier, zum Beispiel hier 16 mal 4 mal, das sind ja 20 Teile. Das Ding ist, dass halt Lumibrix sehr, sehr detailliert zeigt. Hier, das ist ein Bauschritt, aber da wurde ja nichts gemacht. Wird nur gezeigt, wohin es gehört. Auf jeden Fall gar keine Probleme beim Bau, keine Fehlteile, keine Farbabweichungen. Ich zeige euch gleich die Ersatzteile. Oh, da sind einiges. Natürlich auch die USBs sind dabei. Aber sind auch ein paar größere Teile als Ersatz da. Und ich hatte ein kaputtes Teil hier. Aber ich konnte es aus meiner Sammlung ersetzen. Das ist in so einem Tischkicker oben. Das zeigen wir ja noch später. Aber kommen wir dann erstmal zu den Maßen.
Das Set hat eine Breite von 38,4 cm, eine Tiefe von 25,6, also Baseplate-Breite oder Tiefe, und eine Höhe von 27,5. Also hier, machen wir hier so, hier gemessen. Dann kommen wir schon zum Preis. Der aktuelle Preis auf der Lumibrix Webseite ist 125 Euro. Das Set hat ein Gewicht von ca. 2145 Gramm, inklusive Minifiguren, inklusive der Ersatzteile. Dann würde das quasi 6,57 Cent pro Teil kosten oder 5,83 Euro pro 100 Gramm. Bei Lumibrix kann man immer 20% Rabatt erwarten. Dann würde das Set auch nur 100 Euro kosten, 5,25 Cent pro Teil und 4,66 Euro pro 100 Gramm. Also meiner Meinung nach sehr guter Preis. Dann hat dieses Set noch 4 Minifiguren, die blende ich euch jetzt ein. Ja, da sind wir ein Typ mit Aktenkoffer und Krawatte, dann hier einen, ja, der die Straßen sauber macht, mit Recycling-Shirt. Dann haben wir rote Mütze und einen Fotoapparat in der Hand und ein Mädel mit blauen Haaren. Der Typ mit Aktenkoffer hat nur ein Wendegesicht, sonst Oberteile sind bedruckt, unten Beine keine Bedruckung, hinten ist nur der Recycling-Typ und die Frau mit den blauen Haaren bedruckt, also die Oberteile. Ja, nette, rundige Lumifiguren. Ich mag Lumifiguren. Dann hat dieses Set noch 46 bedruckte Teile, eventuell mehr, 6 LEDs und ein LED-Streifen. Was interessant ist, es hat 2 Batterieboxen, wo also je dreimal diese AAA-Batterien gebraucht werden, also insgesamt 6. Die Bauzeit, die betrug zwischen 4 und 4,5 Stunden. Und da wir schon bei der Bauzeit sind, kommen wir zum Speedbuild und danach zeige ich die Beleuchtung und nehme das Set ein bisschen auseinander und zeige, was es alles kann. Viel Spaß!
Ich hoffe, das Bildbild hat euch gefallen. Kommen wir nun zur Beleuchtung. Und ich habe ja erwähnt, es gibt ja 2 Batterieboxen. Hier, ich habe die schon mal vorbereitet, dass ich sie leichter rausnehmen kann, weil wenn es ganz drinnen ist, ist schwieriger. So, und hier oben ist die eine nicht so sehr gut versteckt, aber passt. Und machen wir jetzt mein Licht aus. Und schaut euch das an. Also ich finde es richtig gut ausgeleuchtet, beleuchtet. So richtig wie halt ein Skatepark sein sollte. Dass man auch nachts schön fahren kann. Hier kann man das auch noch aufmachen. Na, komm jetzt. Leuchtet auch alles schön raus. Hier kann man es auch noch aufmachen. Aber dazu kommen wir gleich, wenn wir das Set ein bisschen auseinandernehmen. Sonst wäre das der Rundgang. Aber tatsächlich, dass dieser quasi Scheinwerfer und hier schon reichen, damit das so gut beleuchtet ist, da war ich auch überrascht. Ja, machen wir jetzt mein Licht wieder an und nehmen wir das Set jetzt ein bisschen auseinander. Also ich mache jetzt diese Batteriebox aus, einfach um die Batterie zu schonen. Das machen wir wieder an alles. Fangen wir mit dem größten Teil an. Das kann man runternehmen. Und darunter haben wir hier quasi noch ein Skate Loop oder wie man das nennt, versteckt. Was da am Ende der Bauanleitung gezeigt wird, ist, dass das kann man dann runternehmen, die paar Sachen. So. Das sind so Tischandeutungen und dann kommen diese Sachen hierher. So, das wäre quasi dann diese Möglichkeit 1 und dann hier die ganzen Skates können dann hier rumfahren. Natürlich mit den Minifiguren zusammen. Man kann es auch so einstellen. Dafür hat man diese transparenten Teile bekommen. Da kann man die so hin tun. Oder sieht halt auch cool aus. Oder? Ja. Dann, das ist halt die eine Möglichkeit, wie man den Skatepark hinstellt. Dann hat man hier das quasi in Modulen gebaut. Und die 4 kann man alle halt rausnehmen. Und dann kann man sie auch halt durchmischen, wie man will. Das hier hin, das da, halt wie jeder, wie er mag. Das fand ich auch super cool. Erhöht den Spielspaß, können sich die Kiddies oder auch die Erwachsenen halt ihr eigenes Display so hinstellen, wie sie das möchten. Ja, also der das halt unbedingt so will wie in der Bauanleitung, kann das ja auch so lassen. Aber auf jeden Fall gibt es überall so Rampen, wo die mit dem Skateboard hinfahren können. Bedruckte Teile, solche kleine Details, Cat Food, hier Danger, dann hier, was ist das? Habe ich jetzt nicht so gelesen, aber Grand Opening etwas. Barbershop. Andeutung an den Barbershop. Und hier, dass die Katze vermisst wird, no Skateboarding und da haben sie es quasi durchgestrichen und now Skateboarding und dann der Barbershop, die Werbung und Fahrrad. Echt toll, toll, toll. Überall Details, einfach ein Skatepark. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und hier überall so Prints und dann da unten gab es auch so Pfoten und Crew Only. Hier auch so Tierpfoten, alles bedruckt. Deswegen gibt es auch so viele Drucke. Ich hoffe, ich habe auch alle gezählt. Auf jeden Fall, das ist quasi die eine Möglichkeit, wie man das dann ausstellt. Und dann die zweite ist halt hier quasi mit dem Imbissstand. Was ich aber schon sehr viel im Internet gesehen habe, dass sehr viele diese Sets schon so ein bisschen umgebaut haben, weil so schwer ist es nicht. Ich habe gesehen,
Einige haben solche Säulen gebaut und da steht dieses Set quasi hier und haben sie die Treppe verlängert. Ah, Treppe. Die Treppe ist richtig coole Bautechnik. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber das ist halt nicht diese generische Treppe, die man immer bekommt, sondern das sind quasi diese Leitern und da wurde immer so mit C-Klemms und hier dieser Dreierfliese draufgebaut und dann kriegt man so eine schöne steile Treppe. Richtig, richtig cool. Und dann schauen wir mal rein. So, das kann man dann auch noch abnehmen und unten ist der Imbiss. Und schaut euch den Imbiss an. Also ich war davon begeistert. Hier sehen wir eine Fritteuse. Kann man das sehen? Ich war von der richtig coole Idee, wie die das Fenster genommen haben, so ein gelbes, quasi als das Fritteusöl. Und hier Würstchen werden gebraten, verschiedene Soßen, Hotdog-Brötchen, hier die Kasse, hier die Bestellzettel und dann hat man hier auch noch Skateboards in der Ecke. Kann man das vielleicht noch so besser sehen. Und Helme und Räder zum Reparieren und hier kann man sich Säfte rausnehmen. Hier auch bedruckt, was wie viel kostet. Das fand ich super. Hier Bordworkshop. Und ja, wohl Klimaanlage im Besen. Hier Vordach auch schön gemacht. Also das hat mir richtig gut gefallen und richtig viel Spaß beim Bau gemacht. Und hier natürlich, wenn man die Tür öffnet, von dieser Seite hier auch noch eine Mikrowelle, Ketchup, keine Ahnung was alles hier, Messer, die Uhr im Donut-Style, das war auch cool. Also, wer meine Videos guckt, ihr wisst, ich komme aus der Gastro, ich liebe es, wenn so coole Küchen gebaut werden oder Imbisse. Das ist total mein Ding. Und dann kommen wir schon zu diesem Teil hier. Dann machen wir wieder die Beleuchtung an, weil guckt euch das an. Hier hinter ist dieser LED-Streifen versteckt. Richtig cool. Ob das irgend so eine Andeutung ist, dass am 21. Juni etwas kommt, schauen wir mal. Könnte sein, macht ja Lumibrix gerne. Hier Skatepark schön beleuchtet mit der Lampe. Hier ist auch hinten so beleuchtet. Lovepark. Und hier ein Hotdog, ein Saft. Hier Skate Crew. Ja. Und dann macht man das auch. Also das ist ja so im Container-Style gebaut. Gefällt mir auch richtig gut. Ach guck, man kann auch das Dach wegnehmen. Ja super. Umso besser. Können wir dann noch besser zeigen. So, machen wir das auf. Und fangen wir hier an. Ja, das ist eher ein Snowboard. Und dann hier ein Fernseher oder Computer sollte das sein. Ja, mit Game Controller und Head. Diesen Kopfhörern. Ja, und dann haben wir hier in der Ecke wieder so ein Fotoapparat, hier wahrscheinlich hier, ja, LP-Platten, Longplay-Platten, hier unten Radio sieht man den, ja, vielleicht, hier an der Wand. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Ich hätte vielleicht die Kabel noch ziehen können, dass es nicht so da rausguckt, aber ich wollte die nicht zerreißen. Und hier, das ist der Tischkicker, wo ich meinte, dass ich dieses kaputte Teil bekommen habe. Ich habe das ja ersetzen können, aber das war ja, was ich bekommen habe. Das einzige Manko. Aber auch da bedruckt diese Fliese im Fußballfeld. Hier so eine Kaugummimaschine oder etwas. Ja, und die ganzen Prints an der Wand. So ein kleiner Locker-Room, wo die Leute ja chillen, bis sie an die Reihe kommen mit Skaten. Cool. Ja, das wäre dann das Set. Ich glaube, meine Begeisterung konntet ihr schon sehen. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Ich habe auch den Skate Shop. Aber erstmal zu diesem Set. Gefällt mir sehr. Ich finde es ein tolles Set für Kinder zum Bespielen. Ich finde es ein tolles Set, wo man selber was dazu bauen kann, wo man das erweitern kann. Der Preis meiner Meinung nach unschlagbar. Es ist nicht klein, es baut sich gut. Also ich war mehr als begeistert vom Set, weil das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte mal, ein Skatepark. So,
Und ich habe ja auch einen anderen Skatepark gebaut selber, weil ich ja den Skate Shop schon hatte. Und ich werde jetzt versuchen, dieses auch so auf einem Millsplate zu tun und das alles zusammenzufügen. Da habe ich die Idee, entweder das hier so hinten zu erweitern oder auch so aufzubocken und dann noch mehr Licht dazu zu integrieren. Schauen wir mal. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob euch sowas interessiert. Wenn nicht, dann mache ich das für mich selber. Aber falls ja, könnt ihr mir ja schreiben, dann werde ich es eventuell beschleunigen und ein Video machen von diesem Set, vom Skate Shop. Quasi daneben meinen eigenen Skatepark, aber da ist auch dieses Street Fusion Dancing Battle dabei und der Bushaltestelle mit Parkplatz. Das wäre dann riesig, da müsste ich, ja, ich würde schon eine Lösung finden, wie ich das zeigen soll. Alles in allem, hier, dieses Set, wenn ihr auch Display mögt, so Street Fusion und sowas, finde ich es super. Man kann auch diese Teile irgendwo einfach hin tun, mein Gott, und einfach weg, was weiß ich. Das kann man ja hier leicht wieder hier hin tun, können wir sie auch da spielen, dass es nicht stört. Man kann, und überall sind auch Noppen, wo man auch noch die Minifiguren hinstellen kann. Das finde ich auch immer gut. Von mir eine klare Empfehlung. Falls ihr das Set kaufen möchtet, gerne über meinen Affiliate-Link. Mit dem Code Klemmtastisch habt ihr sofort 10% Rabatt. Aber es gibt meistens immer mehr als 10% Rabatt. Auch das könnt ihr dann gerne mit meinem Affiliate-Link kaufen. Da bekomme ich einen kleinen Prozentsatz und kann euch noch mehr Sets vorstellen. Dafür sage ich schon mal Danke, falls jemand sich entscheidet, mich da zu unterstützen. Sonst kann ich nur noch sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.